Willkommen in Griechenland! Willkommen auf Kefalonia! Die Ionische Insel liegt nördlich von Zakynthos und gilt gegenwärtig noch als Geheimtipp unter den griechischen Inseln. Sie bietet traumhaft schöne Strände wie den Myrtos Beach, eine tolle Hauptstadt namens Agostoli und viele malerische Dörfer wie zum Beispiel Assos oder Fiskado. Auch unterirdisch ist Kefalonia sehr spannend. So lohnt sich ein Besuch in der Melisani- oder Drogarati-Höhle. Ein weiterer gemütlicher Ort ist Sami. Wer es jedoch lebendiger mag, für den ist Antisamos das Richtige. Die zweitgrößte Stadt der Insel heißt Lixouri und liegt auf dem Weg zu einem sehr bekannten Strand, dem Strand namens Xi. Und zu guter Letzt geht es hoch hinaus auf den Gipfel des Aenos, Kefalonias höchsten Berg. Divarata. Ein schöner kleiner Ort, welchen wir für unseren Aufenthalt auf Kefalonia wählten. Nicht nur, weil es hier so schön ruhig ist, sondern weil dieser Ort in unmittelbarer Umgebung zum bekannten Myrtos-Strand liegt. So, auf geht's an den beliebtesten Strand von Kefalonia, den Myrtos Beach. Und das machen wir wie ganz so oft zu Fuß. Dieser Strand gehört nicht nur zu den schönsten Stränden von ganz Griechenland, sondern befindet sich auf der Liste der schönsten Strände der Welt. Wer nicht zu Fuß oder per Auto unterwegs ist, der erreicht den Strand auch über andere Wege. Unten angekommen bietet sich einem eine grandiose Kulisse für den perfekten Strandurlaub. Erwähnenswert sei noch, dass es sich bei diesem Strand nicht um Sand, sondern um Kiesstrand handelt. Also Badeschuhe nicht vergessen. Guten Morgen! Ja, es ist noch so... Katze, Hund! Ich kann so nicht arbeiten! Hund, Katze, miau, wow! Nochmal. Guten Morgen! Ja, es ist noch genauso früh, wie es hier gerade aussieht. Wir haben nämlich vor, von Divarata mit dem Bus nach Agostoli zu fahren. Die Busse fahren hier zwar auch, aber nicht ganz so häufig am Tag. Deswegen stehen wir jetzt hier um kurz vor 7 an der Bushaltestelle und warten auf den Bus. Ja, und um uns herum wuselt es von Hund und Katz. Es ist durchaus möglich, die Insel per Bus zu erkunden. Vor allem dann, wenn man seine Unterkunft in der Hauptstadt hat. Aber aufgrund der Lage unserer Unterkunft und dem Wunsch, doch flexibler zu sein, haben wir uns in Agostoli entschieden, für das Erreichen der restlichen Ziele ein Auto zu mieten. Tada! 1,5 Stunden später sind wir nun also in Agostoli, Kefalonias Hauptstadt, angekommen.
Argostoli. Die 1757 von den Venezianern gegründete Hauptstadt ist auf der einen Seite umgeben von Wäldern und auf der anderen Seite ermöglicht sie einem einen Spaziergang am Meer. Das Naturschutzgebiet rund um die Cuotavos-Lagune bietet einen Ausgleich zur Stadt. Eine der Hauptattraktionen, weshalb sich der frühe Besuch der Stadt lohnt, sind die Schildkröten, welche sich täglich um die Fischerboote versammeln und nur darauf warten, dass für sie etwas abfällt. Das Erdbeben im Jahr 1953 ging auch an Kefalonias Hauptstadt nicht spurlos vorbei. Aber aufgrund dessen, dass man den Grundriss der Stadt erhielt, ist das Erscheinungsbild der Stadt erhalten geblieben und wie wir finden, definitiv einen Besuch wert. Neben zahlreichen Shops waren wir vor allen Dingen von der Vielfalt der Obst- und Gemüsestände beeindruckt. Ein Spaziergang über die 1813 erbaute Trapanusbrücke gehört bei einem Besuch der Stadt definitiv dazu. Am nächsten Tag machten wir uns dann also mittels Auto auf in den Ort Assos. Eine Ortschaft, die einen mit kunterbunten Häusern und einer malerischen Hafenpromenade erwartet. Eine kleine, aber sehr lohnenswerte Wanderung kann man zu den Ruinen der Festungsanlage unternehmen, welche vor einigen Jahrhunderten zum Schutz gegen Piraten erbaut wurde. Auf gut 150 Metern Höhe angekommen, wird man mit einer grandiosen Aussicht belohnt. Das nächste Dorf wartet schon auf uns. Auf nach Fiscado. Ups, ja, also manchmal dauern die Fahrten hier ungeplant ein wenig länger. Das kleine Fischerdorf an der Nordküste der Insel ist das einzige Dorf, welches von dem Erdbeben verschont blieb. Auch wenn die bunten Häuser ähnlichen Charme versprühen wie bereits in Assos,
so fanden wir Fiscardo insgesamt noch einmal viel schöner und würden jedem Kefalonia-Reisenden diese Ortschaft bei der Suche nach einer Unterkunft empfehlen. Vorbei an den zahlreichen Restaurants trafen wir auf eine sehr interessante Ausstellung zum Schutz der Meere. Nach einer kleinen Stärkung erkundeten wir dann noch den ein oder anderen kleinen Wanderweg rund um Fiscardo. Nun geht es abwärts. Wir erkunden mit dem Melisani-See und der Drogarati-Höhle zwei sehr bekannte unterirdische Sehenswürdigkeiten der Insel. Nach ein wenig Anstehen offenbarte sich eine riesige, wunderschöne Höhlenkammer. Mittels geführter Ruderbootstour erfährt man hier alles Wissenswerte der Höhle. So ist der See im Durchschnitt 10, an seiner tiefsten Stelle sogar 30 Meter tief. Nach rund 15 Minuten ist die Fahrt auch schon wieder vorbei. Übrigens kann man beim Eintritt ein wenig sparen, wenn man sich ein Kombiticket für beide Höhlen kauft. Nun also hinab in die Drogarati-Höhle. Von dem sogenannten königlichen Balkon aus offenbart sich einem die enorme Größe dieser Höhle. Aufgrund eines Erdbebens vor rund 300 Jahren wurde der Eingang freigelegt und die Höhle entdeckt. Forscher gehen von einem Alter von rund 150 Millionen Jahren aus. Zahlreiche Stalaktiten und Stalagmiten in den unterschiedlichsten Farben können die Besucher seit der Eröffnung im Jahr 1963 erblicken. Nun war es an der Zeit für eine kleine Pause. Und hierfür empfehlen wir einen kleinen Stopp an dem Karavomilos-See. Ein schöner See, unmittelbar in der Nähe von Sami. Sami selbst erleben wir als einen eher verschlafenen Ort, aber zeitgleich ein guter Ausgangspunkt für einerseits der Besichtigung der gerade gezeigten Höhlen und andererseits liegt der belebte Strand Antisamos direkt nebenan. Sowohl die Anzahl der hier parkenden Autos wie auch die vorhandenen Liegen inmitten einer belebten Bar zeigen auf, dass es hier definitiv lebendiger ist als noch in Sami selbst. Dank zahlreicher Attraktionen, aber auch vor allem durch den langen und flach ins Meer abfallenden Strand, ist Antisamos ein perfekter Ort für Familien und Reisende, die es gerne lebhaft mögen. Wir jedoch verließen diesen Abschnitt des Strandes recht zügig, denn ein wenig davon entfernt findet man auch ein Fleckchen für sich allein.
Und so genossen wir den Nachmittag am Strand, bevor andern Tags die Erkundung der Stadt Lixouri auf uns wartete. Die zweitgrößte Stadt Kefalonias liegt im Osten der Halbinsel Paliki und ist unter anderem mittels Fähre von Agostoli erreichbar. Die eher unbelebte Stadt, welche mit ihren Bars und Pubs erst gegen Abend hin richtig erwacht, weist zeitgleich zahlreiche Restaurants auf, in welchem wir unsere Mittagspause verbrachten, bevor es zum eigentlichen Tagesziel, dem Strand Xi, weiterging. Gute 15 Minuten von Lixouri entfernt reicht man einen der bekanntesten Strände der Insel. Aber auch auf dieser Strecke gilt: Achtung beim Gegenverkehr. Fast 3 Kilometer lang ist dieser schmale Strand, welcher aufgrund seiner außergewöhnlichen roten Farbe Berühmtheit erlangte. Angrenzend an den Strand findet sich eine Bar und auch Freunde von Wasserspielen kommen hier ganz auf ihre Kosten. Eine vermeintlich pflegende Eigenschaft sagt man den Felsen des Strandes nach. Natürliche Schlammverpackung. Darf ich mal? Und auch wenn dieser Strand hier sehr beliebt ist, so finden wir, neben dem Myrtos-Strand natürlich, die zahlreichen kleinen Buchten rund um Assos und Fiscado viel schöner. Zum Abschluss unserer 9-tägigen Reise geht es nur noch einmal hoch hinaus. Wir erklimmen jetzt den höchsten Gipfel Kefalonias, den Aenosberg, auch genannt der Schwarze Berg, der seinen Namen aufgrund der nur hier vorkommenden schwarzen Tanne hat. Also, auf geht's! Mit 1628 Metern ist der Aenos Kefalonias höchster Berg. Diesen kann man entweder von Fuße an erklimmen, oder aber man fährt ein gutes Stück hinauf zur Rundfunkstation und wandert dann ab hier weiter. Bereits ab diesem Punkt des Berges ist die Aussicht wirklich super. Aber wir wollten dennoch ganz hinauf. Seit 1962 ist der Bereich rund um den Aenos ein Naturschutzgebiet. Die rund 1,5-stündige sportliche Wanderung mit begleitender toller Aussicht wird, wie man sehen kann, häufig begangen. Und ab diesem Punkt heißt es nun steil hinauf auf den Aenos.
Wir haben den Gipfel erklommen und stehen jetzt hier auf 1628 Metern. Ha, was für eine Aussicht! Zu guter Letzt kann man sich hier oben noch in einem Buch verewigen, bevor es dann wieder hinuntergeht. Und an dieser Stelle endet unsere Reise über die wirklich schöne Insel Kefalonia.